Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.qs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn QS24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich durfte kürzlich eine Sendung machen mit dem Hans Rausch. Hans Rausch ist nicht irgendjemand, sondern eine ganz bedeutsame Person. Ich möchte ganz kurz seine Reputation Ihnen vorlesen, damit Sie wirklich auch sehen, mit wem ich es heute zu tun habe, erneutes Mal. Und zwar ist er Biologe, er ist Chemiker, er ist Gastprofessor an der TCM-Universität in China, langjähriger Hochschuldozent in Deutschland an der Universität in Izny. Er stellt ein Fundament dar er stellt das Fundament für die Phytotherapien her, wo als Werkzeug genutzt wird. Weltweit werden seine Maßeinheiten als Goldstandard für über 3000 Stoffe akzeptiert und verwendet. Sämtliche Behörden weltweit kennen ihn und die Industrie wie auch die Pharmafirmen sind sein Kunde. In China, Japan gehört er zu den führenden Wissenschaftlern. Stellvertretender Bundesobmann am Deutschen Normungsinstitut, also DIN. Amtlich anerkannter Sachverständiger im Arzneimittelrecht und Gegengutachter für Rechtsstreitfälle. So, das kurz zu seiner Reputation, liebe Damen und Herren. Er ist heute auch wieder da, der Hans Rausch. Ganz herzlich willkommen, lieber Hans. So, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und es freut mich, dass wir vielleicht wieder interessante Aspekte diskutieren können. Ja, lieber Hans, die letzte Sendung, die wir miteinander gemacht haben, das war eine ganz bedeutsame Sendung. Was hat Wuhan richtig gemacht? Diese Sendung auch über 57 Minuten, wir konnten das kaum bremsen. Ich konnte nicht bremsen, das war so bedeutsam. Du hast mir in aller Klarheit gesagt, Corona ist kein Scherz und kein Spiel. Und auch wenn da sehr viele Verschwörungstheoretiker heute auf dem Markt sind, hier gilt es ernsthaft hinzuschauen, da ist was. Und sämtliche Maßnahmen, die die Behörden auch in Sachen Isolationsmaßnahmen getroffen haben, hatten seine Berechtigung. Dafür herzlichsten Dank. Auch herzlichen Dank nochmals dafür, lieber Hans, dass du diese Wuhan-Lösung nach Europa gebracht hast, wo aber nach wie vor, sagen wir so, die westliche Welt noch nicht hinschauen will, was wirklich funktioniert in Asien, wird hier noch nicht umgesetzt. Und da möchte ich eigentlich gerne nochmals in die Diskussion reingehen. In diese Lösung von Shufengshidu, das ist das Medikament, das in Asien genutzt wird. Du hast es mir so erklärt, da sind 8 Wirkstoffe drin, pflanzliche, und jede einzelne Pflanze hat ja ein Spektrum von 1 bis 2 Millionen verschiedenen Enzymen, oder? Nein, nicht Enzymen. Wir müssen es ein klein bisschen differenzieren. Also Shufengshidu ist ein Patentrezeptur, das heißt, sie gibt es als Fertigprodukt unter diesem Namen in China, und zwar nur in China, und wird dort verbreitet, ist patentiert und steht aber in den chinesischen Arzneibüchern seit Jahren. Also die Originalrezeptur ist dort auch abgebildet, sodass auch andere Ärzte analog auf denselben Rohstoffen etwas Ähnliches basteln dürften. Und ich darf es nicht bestellen in China, wird mir nicht zugestellt. Und jetzt muss man ganz klar dazu sagen, aus China darf Shufengshidu im Moment überhaupt nicht ausgeführt werden und es dürfte auch in Europa nicht eingesetzt werden, weil es keine Zulassung in Europa besitzt. Ja. Also rein rechtlich haben wir eben die Situation, es gibt ein Fertigprodukt, mit einer kompletten Zulassung, mit klinischen Studien abgesichert und allen rechtlichen Voraussetzungen in China, aber nur begrenzt auf diese Region. Bei uns nicht möglich. Jetzt muss man noch etwas klarstellen. Die zugrunde liegen 8 Pflanzen. Beim Fertigprodukt werden aus diesen 8 Pflanzen aber in einem Intermediatschritt 3 Wirkstoffe gemacht.
Also nicht 8 Wirkstoffe, sondern 3 Wirkstoffe. Und diese 3 Wirkstoffe werden zum Fertigprodukt dann vereinigt im Herstellungsprozess. Das ist das patentierte Verfahren. Wir sind ja eine Alternativstrategie gegangen, um überhaupt eine ähnliche Versorgung überhaupt realisieren zu können und haben eben ein anderes Herstellungsverfahren entwickelt, spezifisch entwickelt, das es vorher so nicht gab, mit dem wir dann die 8 Einzelpflanzen zu 8 Wirkstoffen verarbeitet haben, die dann als Wirkstoffe nach Freigabe und rechtlicher Prüfung in Europa dann auch ganz legal in die Apotheken gelangen können, um von dort aus eben ein Analogon, also ein ähnliches, aber nicht gleiches Produkt durch die Hand des Apothekers generieren zu können. Damit ist eben für die Übergangsphase, bis eine rechtliche Zulassung überhaupt in Europa umgesetzt werden kann, eben auch eine Möglichkeit geschaffen worden, um dem Patienten diese Therapieoption überhaupt zu ermöglichen. Selbst wenn jetzt auch die westlichen Regierungen sagen würden, wir lassen für einen gewissen Zeitraum, einfach um zur Abfederung dieser Pandemie, dieses Produkt in Europa zu, wäre es nicht möglich, dieses Produkt in Europa zu erhalten, weil immer noch der chinesische Markt im Grunde die komplette Produktion aufnimmt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ob die eine Variante eintritt oder die andere Variante eintritt, beides mal nicht gehabt und haben eben versucht, eine sozialverträgliche, auch für China verträgliche Lösung zu schaffen, ohne ihre eigenen Ressourcen zu schwächen. Das heißt, derselbe Hersteller nutzt dieselben Rohstoffe, verwendet vergleichbare Maschinentechnologie, aber andere und beeinträchtigt damit die inländische Produktion in keinster Weise, sondern hat eine Zusatzproduktion nur spezifisch eben für die Tochterfirma, ihre eigene Tochterfirma, die wir gemeinsam in Hamburg etabliert haben, herstellen zu können, um exklusiv für Europa die Möglichkeit zu bieten, auch an dieser Therapieoption partizipieren zu können. Darf ich dich noch was anderes sprechen? Und zwar habe ich mal mit dem Dr. Klinghardt gesprochen. Er hatte damals bei SARS für das amerikanische Militär mitgearbeitet, um eben hier diese Pandemie mithelfen zu verhindern. Sie haben da mit Chloroquin gearbeitet und Zink. Dieses Wort höre ich heute immer wieder, auch aus dem Munde von Donald Trump, der das anscheinend auch nimmt. In Europa wird das alles belächelt. Dort hat man auch Erfolg damit. Aber das ist ja in dem Sinn kein Medikament, sondern... Sagen wir so, man muss ganz klar dazu sagen, und da stehen wir immer in dem Dilemma, ein Medikament zu entwickeln für eine Krankheit dauert Jahre bis Jahrzehnte. Das heißt, basiert immer darauf, dass die Krankheit nicht mutiert, also der Virus nicht mutiert, oder? Nicht zwingend, sondern... Das sind dann noch verschärfende Faktoren, die noch mehr Probleme schaffen. Das ist ja aber dann auch die Frage, an welchem Wirkmechanismus greift jetzt ein Therapeutikum an. Sagen wir so, wir müssen ja jetzt in dieser Fragestellung zum Beispiel 2 Sachen gravierend unterscheiden. Zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen über das Immunsystem eine Infektion des menschlichen Körpers verhindern oder massiv reduzieren. Das heißt, wir müssen dann auf Kennstrukturen dieses Virus gehen, also sprich seine Außenhülle. Wir haben auch Bilder dazu, die könnten wir dazu noch mal so ein Bild mit einspielen. Ja, da zeige ich jetzt schnell dieses Bild. Genau, das sind diese 2 Formen von Viren, oder? Oder was ist das, diese Corona? Nein, das ist dieser Corona, einmal ist ein Schnitt, einmal ist ein Bild. Ja. Wir sehen, dass eben die Außenhülle eine gewisse charakteristische Struktur hat. Nur
es gibt Viren, die sich relativ wenig verändern in ihrer Außenhülle. Das typische Beispiel, das immer wieder von den Impffreunden definiert wird. Masern. Dieser Virus ändert sich nicht. Den kann ich mit einem Impfstoff von vor 70 Jahren noch behandeln. Oder wir haben aber Viren, die sich ständig ändern. Da haben wir auch ein übles Beispiel, HIV. Nämlich den HIV. Und Corona tendiert in Richtung, ich kann mich verändern, weil eben schon Mutationen wirklich bekannt und beschrieben sind. Auch in der Kürze der wissenschaftlichen Bearbeitung sehen wir schon Mutationen. Und dann ist die Frage, mit welcher Technik gehen wir die Geschichte an? In China werden klassische Impfstoffkandidaten oder Impfstoffe produziert, also mit inaktivierten Viren oder Virusfragmenten werden Antikörper im Körper dann erzeugt, die dann gegen den intakten Virus aktiv sein können. Wenn er sich ändert, wissen wir nicht, wie er passt. Wir kennen das Problem mit der Grippeimpfung. Mal greift sie besser, mal greift sie weniger. Das Problem ist natürlich, um einen Impfstoff herzustellen, bist du immer Monate hinten dran. Das heißt, ich muss zum Zeitpunkt einen Viruskandidaten fischen, dann einen Impfstoff dagegen machen und hoffen, dass sich der Virus in der Zwischenzeit nicht verändert hat. Aber wie erfolgsversprechend ist denn jetzt diese ganze Drum und Dran um diesen Impfstoff, der jetzt bald kommen müsste? Ja gut, die Europäer und Amerikaner haben noch einen anderen Ansatz, der eigentlich zu keinem Zeitpunkt bisher in Einsatz kam, nämlich eine RNA-Impfung oder RNA-Impfstoffe. Für den Laien jetzt, RNA ist Erbinformation. Also ich greife irgendwo an der Erbinformation an. Es gibt bisher keine Erfahrungswerte, wie so ein Impfstoff dann in einer Langzeitstudie überhaupt auf den menschlichen Organismus wirkt. Ob man nicht im Grunde zwar möglicherweise eine Corona-Infektion damit behandeln könnten, aber die Langzeitschäden um Längen größer sein. Ich erinnere nur an Contergan, da hat auch keiner damit gerechnet, dass solche Schäden dann oder solche Langzeitschäden auftauchen können. Wir haben verkrüppelte Menschen bis zum heutigen Tag, die leben noch, als mahnendes Beispiel, dass man im Grunde mit einer, ich sage jetzt mal, nicht hinreichend geprüften Technik oder mit nicht hinreichend geprüften Wirkstoffen im menschlichen Organismus zu arbeiten beginnt. Eine normale Impfstoffentwicklung dauert 4 bis 5 Jahre. Diese Zeit haben wir nicht. Und wenn wir schneller sind, erkaufen wir uns das mit einem massiv erhöhten Risiko. Ja, ich hoffe nicht, dass das zwangsmäßig dann umgesetzt wird. Ich gehe nicht davon aus, dass eine Zwangsimpfung überhaupt für alle Bevölkerungsgruppen stattfinden kann. Könnte sowas dann nur für, ich sage jetzt mal, gewisse Risikogruppen zur Pflicht werden. Ich bin nicht der Freund davon, weil die Risiken im Moment in keinster Weise abschätzbar sind. Kommen wir nochmals zurück zum Chloroquin und Jederzeit. Chloroquin wurde entwickelt als Wirkstoff gegen ganz andere Krankheiten. Und man hofft natürlich jetzt durch die Versuchsreihen einen Kandidaten zu finden, den man schon kennt. Also etwas, das bekannt ist, dass man dann eben umwidmet und sagt, okay, der wirkt auch für diese Erkrankung in einer gewissen Weise, hat eine überschaubare Nebenwirkung, so dass man im Grunde medizinische Therapie funktioniert ja immer mit Güterabwägung, wie viel hilft's und wie wenig schadet's. Ja. Und das ist die Hoffnung eben, man hat dieses erfolgreich vielfach bei Tieren eingesetzt. Chloroquin ist ein typisches, auch veterinärmedizinisches Produkt. Man hat es beim Menschen in einem gewissen Maß eingesetzt. Man kennt einigermaßen die Nebenwirkungen. Es ist nicht selektiv für Corona, sondern es ist der Versuch, überhaupt etwas zu haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das von der Phytodenkweise herkommt, wir haben einen Wirkstoff und
Also ein Monopräparat, auch wenn ich dann ein Schwermetall wie Zink zusätzlich gebe, das als Enzym oder Coenzym eine gewisse Wirkung entfalten kann. Es schadet nicht, wenn man es richtig dosiert, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist ein Monowirkstoff, der nur an ganz, ganz wenigen Interventionspunkten im Infektionsgeschehen eingreifen kann. Ich bin der Verfechter der Gruppe, die sagen, je mehr wir an wirkrelevanten Komponenten in einer Mischung haben, umso sicherer und umso effizienter können wir arbeiten und umso viel weniger Nebenwirkungen sind damit zu generieren. Ja, das heißt, Multikomponentengemische haben zwar das Image des Kräuterdoktors, haben aber in vielen Fällen sehr hohe Wirkerfolge. Auf der anderen Seite haben Monopräparate den großen Vorteil, dass sie mit einem Schlag sofort kommen, sofort wirken, aber vielfach aufgrund ihrer Dosierungsnotwendigkeiten auch entsprechend höhere Nebenwirkungen mit sich bringen. Also Sie hören von mir jetzt nicht eine komplette Ablehnung von Chloroquin. Ich sage, das ist ein theoretischer Ansatz. Wir haben einen anderen Kandidaten, der in der Diskussion ist. Ich nehme ihn nur beispielhaft. Remdesivir. Ich halte von Remdesivir persönlich einfach vom Wirkmechanismus her, weil ich mich mehr mit dem Biochemie auseinandersetze, vielleicht etwas mehr wie von Chloroquin. Ganz einfach von der Chemie her. Aber auch da erkaufen wir uns das Ganze mit Nebenwirkungen. Ich möchte, bevor ich nochmals auf das Medikament aus China eingehe, möchte nochmals kurz fragen, du hattest mal in der letzten Sendung gesagt, dass in China sehr wenig prozentuale Statistikvergleich Influenza-Tote in China bestehen gegenüber Europa. Ja. Und das hat ja damit zu tun, dass sie eben sehr viel mehr mit diesem Medikament arbeiten. Nicht nur mit diesem, sondern auch noch mit anderen Antiviralen. Wir haben ja auch gesprochen, sind nicht alle so gut untersucht. Aber zum Teil sehr wohl auch eben wirksam. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das Beispiel... Ja, da möchte ich nicht abweichen. Entschuldigung, inwiefern ist denn in China eine Grippeimpfung eigentlich ein Thema? Gibt es die dort? Wird die auch gemacht oder arbeiten die immer sehr viel mehr mit diesen Produkten, die du jetzt gerade erwähnen wolltest? Es gibt beides. Man muss natürlich auch die Bevölkerungsgruppen unterscheiden. Es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die sagen, Impfung ist mir lieber, weil sie ein einziger Pieks und dann ist alles für mich gegessen. Das ist natürlich immer die Frage der Convenience. Was will ich mir antun? Will ich das Risiko gehen und behandle mich dann hinterher? Aber immer natürlich mit dem Risiko, dass ich gewisse zeitliche Ausfälle in meinem Erwerbsleben habe. Oder versuche ich auch durch Impfung schon mal das Infektionsgeschehen zu verhindern. Der Effekt ist aber vergleichbar mit dem Westen. Mal geht's ein bisschen, mal geht's besser, mal geht's gar nicht. Okay, dann nochmal zurück zu diesem Medikament, das ja in Wuhan sehr erfolgreich eingesetzt wird. China eigentlich für sich behaltet, sagt, das ist Exklusivität für uns. Wir behandeln uns selber, es sind ja 1,3 Milliarden Leute, das verstehe ich völlig. Du hast aber jetzt in Zusammenarbeit mit dem patentrechtlichen Firma in China einen Weg gefunden, wie du das eigentlich legal nach Europa bringen kannst. Ja. Und hier einen alternativen Weg den Menschen zeigst, die nachgewiesenermaßen wirkt. Ja, weil den Wirkstoff, den wir in Europa dann einsetzen können, unterliegt eben diesem Patent nicht, hat aber die gleiche hochwertigste Qualität, die auch im Produkt in China steckt. Das heißt, aus dem gleichen Rohstoffpool, den dieses Unternehmen aufkauft, wird die inländische Produktion von Shufeng-Chitu produziert und gleichzeitig wird aus dem gleichen Rohmaterial die für den spezifischen Export nach Deutschland bestimmte Sonderedition an Wirkstoffen generiert. Über andere Maschinen. Ich sage ja, baugleich, aber andere, um einfach die Produktion nicht beeinflussen zu müssen, die für den internen Markt notwendig war. Und das war der Grund, warum wir auch dann eine entsprechende Exportgenehmigung für genau diese 8 Wirkstoffe, nicht 3 Wirkstoffe wie beim inländischen Produkt, sondern für 8 Wirkstoffe nach
unserem Gusto, nach der klassischen Kompaktatphilosophie, wie auch andere Produkte dann in Europa generiert werden, nutzen können und damit eben durch neue Komposition genau dieses Produkt in gewissem Maß nachbauen können. Vielleicht noch an dieser Stelle, welche Apotheke ist das, wo man jetzt dieses Präventionsmittel oder eben auch das Akutfall, das CC08 heißt es, glaube ich, bekommen kann? Genau. Im Moment ist nach meinem Kenntnisstand derzeit die Bahnhofsapotheke in Kempten im Allgäu, die Vertriebsapotheke, die diese Produkte dann nach Mischung dort und nach Prüfung auch dort zusammenstellt und an die Patienten abgeben kann. Ich möchte noch eine Schleife ziehen, die letzten 2-3 Minuten. Und zwar hattest du mir in einem Gespräch gesagt, dass das Bundesinnenministerium, was du ja diesbezüglich involviert hast, bayerische Innenministerium, nicht Bundeswehr, genau, bayerische, gesagt haben, sie kommen auf dich zu, weil bei Bedarf, der Bedarf ist anscheinend noch nicht da, für ein bewährtes Lösungsmedikament, das es gibt. Dann hast du den FDP-Sprecher für innere Forschung gesehen, der einen Artikel... Nein, den hat, also Artikel veröffentlicht. Das Unternehmen, das sich mit der Vermarktung auseinandersetzt, haben sich mit dem kurz geschlossen, weil er eigentlich die Meinung vertrat, dass die Impfung allein nicht der zielführende Weg sei. Und ja, das Feedback auch von ihm, also wir haben den ganzen Mailverkehr jetzt hier bei uns im Studio. Ich möchte das gar nicht mehr groß vorlesen. Unterm Strich einfach kein Bedarf. Er weiß, wo seine Grenzen sind und er möchte sich da nicht zu weit hinauslehnen. Das war eigentlich das Fazit des Mails. Lassen wir einfach mal so stehen. Für mich einfach wichtig, heute in dieser Sendung zum Abschluss zu bringen. Es gibt ein Medikament, das leider nur in China ist, aber du hast es geschafft, die Einzelkomponenten dieses Medikaments nach Europa zu bringen. Und die Apotheke, wo du erwähnt hast, ist bereit, dies jeweils als Rezeptur zusammenzumischen und uns zuzustellen. Ja. Und dabei gibt es eben dieses CC8, das gegen Corona, wie in Wuhan eingesetzt wurde, im akuten Fall bei Atemproblemen der oberen Atemwege. Also viralen Infektionen der oberen Atemwege, klassischer Einsatzbereich dieses Medikamentes in China. Und damit sollte, nachdem es Inhaltsstoff vergleichbar ist, auch bei uns dieselbe Wirkung erzielen. Also für mich ganz wichtig, so eine Flasche einfach mal zu Hause zu haben. Bei akutem Fall kann man das nutzen. Und auf der anderen Seite hast du aber, und das ist für mich noch fast wichtiger, eine Neuner-Mischung ebenfalls zusammengestellt, die auch erhältlich ist, die präventiv unser ganzes Immunsystem stärkt. Nicht ich habe es zusammengestellt, also ich ziehe mir gewisse Sachen nicht an, ich bin nicht der Therapeut. Also die Top-Therapeuten der traditionellen chinesischen Medizin haben spezifisch für Corona gewisse Rezepturmischungen entwickelt, erprobt und ich habe verantwortlich dafür gesorgt, dass die notwendigen Wirkstoffe, die zugrunde liegen für die Herstellung, für Europa rechtlich sauber verfügbar sind und auch in der Apotheke dann nach der Rezeptierung der Ärzte entsprechend zusammengestellt werden können. Nach Rezeptierung der Ärzte? Das also die haben, oder? Ja, klar. Die Ärzte haben im Grunde die Mengenverhältnisse festgelegt, die notwendig sind, um die optimale Wirkung zu erzielen. Das ist nicht meine Baustelle. Ich muss dafür sorgen, dass die notwendigen Wirkstoffe in entsprechender Qualität verfügbar sind und rechtlich legal genutzt werden können. Ja, ist völlig richtig, weil ein Kind braucht eine andere Dosis als einer, der so schon krank ist. Also das sind nicht Geschichten, die ich mir anziehe, sondern ich sorge dafür, dass der Apotheker in der Lage ist, hinterher ein Produkt zu generieren durch seine Hände Arbeit, mit dem dann sichergestellt ist, dass der Patient das auch bekommt, was er haben will und haben sollte. Ja, lieber Hans, herzlichen Dank.
Ich habe im Titel noch reingeschrieben, wo schaut der Westen überhaupt hin? Leider nicht nach Asien. Es wird immer wieder alles verpönt, was von dort kommt. Es wird alles schlecht gemacht. Aber dass die sehr erfolgreich viele, viele Millionen Menschen in Wuhan selbst behandelt haben, und zwar erfolgreich, von dem hört man wieder gar nichts. Und auch, dass praktisch keine Investierten mehr da sind, hört man auch fast gar nichts. Ja. Sondern wir schauen nur noch vor unsere eigene Haustüre, ohne zu lernen zu wollen, was wurde dort erfolgreich gemacht, um es einfach zu kopieren. Das finde ich schade. Als Schlusswort, ein guter Wissenschaftler orientiert sich nicht nach politischen Systemen, sondern schaut, wer ist besser wie ich, vielleicht kann ich auch davon lernen. Das sollte wirklich so sein. Wissen zu schaffen ist die Aufgabe des Wissenschaftlers. Das gebührt mir dir ganz herzlichen Dank dafür, dass du diesen Weg schon so lange erfolgreich machst und heute zu so einer großen Kapazität bist, die wirklich jeder ernst nimmt. Schade ist dein Einfluss nicht so stark und so groß, dass du wirklich auch in der politischen Ebene hier solche Werkzeuge, Hilfsmittel verbreiten kannst, denn QS24 wird nicht doch schon von allen gesehen. Es ist sicher eine schöne Zahl von Menschen und ich hoffe, dass sich dieses Video auch möglichst wieder breit verteilen möge, um zu zeigen, dass eben es ein Mittel gibt und das ist ein reines naturheilkundliches Mittel. Die Mutter Natur hat uns alles geschenkt in einer Vielzahl und Fülle, in einem Spektrum, wo einfach auch gegenüber der Coronavirus einen Effekt zeigt und bewiesen hat. Die Natur hat viel, wir wissen noch sehr wenig. Ja. Aber wir sollten jeden Tag dazulernen und offen bleiben. Ich denke, das ist das Credo, das ich vertrete. Aber der westliche Weg ist im Moment nicht auf eine große Vielfalt von Produkten abzuzielen, sondern diesen einen einzigen Peak zu suchen, der genau passen könnte wie der Schlüssel ins Loch, statt eine ganze Türe hinzustellen. Gut, in dem andere Welt. Andere Welt. Herzlichen Dank und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.